Well, hello, my name is Robert Henderson. Hallo, ich heiße Robert Henderson. It's a great honor and blessing to come and me to get to speak to everyone who speaks German. Es ist ein großer Segen für mich und auch eine große Ehre, dass ich zu euch sprechen darf, die ihr Deutsch könnt. To help try to deposit some kingdom ideas into our hearts and into the culture. Um euch zu helfen, einige Gedanken des Himmels zurückzulassen in eurer Kultur. In these particular teachings, we're talking about the justice of God. Und diese besonderen Lehren, die sprechen über die Gerechtigkeit Gottes. We saw out of Psalms 92 that the foundation of God's throne is righteousness and justice. Im Psalm 92, Vers 2 haben wir gesehen, dass die Grundfeste des Thrones Gottes Gerechtigkeit und Recht sind. That means to be legally right so that God can render verdicts in our behalf. Das heißt, dass legales Recht geschieht, sodass Gott ein Urteil sprechen kann um unsretwillen. See, one of our problems in the church today Eines der Probleme in der Gemeinde heute is that we have a hyper view of the sovereignty of God. Dass wir eine überzogene Sicht von der Souveränität Gottes haben. So we think if God just wants to do something, he'll do it. Wir denken, wenn Gott etwas tun will, dann macht er es. But that's not the way God does things. Aber so tut Gott Dinge nicht. The Bible says he committed the earth to the children of men. Die Bibel sagt, dass er den Menschenkindern die Erde gegeben hat. So even though God can do what he wants if he so chooses, nun, obwohl Gott tun kann, was er will, wenn er sich dazu entscheidet, his normal way of operating is to honor the authority he gave to the sons of men. Die normale Art und Weise, wie er handelt, dass er die Autorität, die er den Menschen gegeben hat, auch ehrt. That means that we as the people of God have to give him the right to move in the realms of the earth. Das heißt, dass wir als Kinder Gottes ihm das Recht geben müssen, damit er handeln kann auf der Erde. And when it comes to justice being put into place in the earth, und wenn es darum geht, dass Gerechtigkeit etabliert wird auf der Erde und geschieht, even though God's passion is justice, obwohl die Leidenschaft Gottes von sich aus schon Gerechtigkeit ist, we have to require and even demand that, if you will, to become reality in the earth. Müssen wir das quasi beanspruchen und fordern, dass es geschieht auf der Erde. We see this in Genesis 18:25. Wir sehen das in 1. Mose 18, Vers 25. Where Abraham is contending with God, if you will, for justice and mercy to be shown in Sodom and Gomorrah. Gott streitet quasi mit Gott, wenn man so will, wo es darum geht, dass Gott gerecht handelt an Sodom und Gomorra. God has said to Abraham, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. Gott hat Abraham gesagt, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. But then Abraham begins to plead a case before God that God would instead be merciful. Aber dann hat Abraham einen ein Gerichtsfall eröffnet mit Gott, dass er gnädig und barmherzig ist in Bezug auf Sodom und Gomorra. And he asked if there were 50 righteous, would God spare it? Und er hat gefragt, wenn 50 Gerechte in Sodom und Gomorra sind, wirst du es verschonen? And God said that he would. Und Gott sagt ja. But Abraham kept lowering the number. Aber Abraham hat diese Zahl heruntergehandelt. That finally, if there was 10 righteous, dass bis schließlich, wenn 10 Gerechte da wären, would God spare it? Würde Gott es verschonen? And then Abraham says this to God. Und dann sagt Abraham Folgendes zu Gott. Genesis 18, verse 25. In 1. Mose 18, Vers 25. He says, far be it from you that you would do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth do right? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Notice that Abraham actually questions the character of God. Beachtet, dass hier quasi Abraham den Charakter Gottes hinterfragt. See, he knows that God is the righteous judge. Er wusste, Gott ist der gerechte Richter. But it's like he actually throws it up into God's face and questions it. Es ist aber so, als ob er das Gott vorwirft und das in Frage stellt. It says, aren't you really the righteous judge? Er sagt quasi, bist du wirklich der gerechte Richter? Well, if you are, nun, wenn du der gerechte Richter then bist, there's no way you can destroy the righteous with the wicked. Dann gibt es keine Möglichkeit, dass du den Gerechten mit dem Ungerechten vernichtest. That if there's righteous ones in the earth, denn wenn es Gerechte auf der Erde gibt, and in Sodom and Gomorrah,
und in Sodom und Gomorra, you can't destroy Sodom and Gomorrah dann kannst du Sodom und Gomorra nicht vernichten and wipe out the righteous with the wicked. und den Gerechten mit dem Ungerechten zusammen auslöschen. And so Abraham actually required that God would move in a righteous way. Und Abraham fordert quasi, dass Gott auf gerechte Art und Weise handelt. And he said, if there's 10 righteous, will you spare it? Und er hat gesagt, wenn es 10 Gerechte gibt, wirst du sie verschonen. Now the sad fact was there was not 10 righteous. Nun, die traurige Tatsache war, es gab keine 10 Gerechten in But Sodom und Lot Gomorra. and his family who were righteous. Aber Lot und seine Familie, die gerecht waren, God actually went into Sodom and Gomorrah and pulled them out before he destroyed Sodom and Gomorrah. Gott ging direkt nach Sodom und Gomorra und hat die Gerechten herausgerissen aus Sodom und Gomorra. And the Bible says he did this for Abraham's sake. Und die Bibel sagt, er hat das getan um Abrahams Willen. In other words, Abraham had made such a case before God. Mit anderen Fällen, Abraham hat einen solchen Fall mit Gott and pulled on the justice side of God und hat diese Gerechtigkeitsseite von Gott beansprucht and reminded God that he, as the righteous judge, und Gott daran erinnert, dass er als der gerechte could Richter not destroy the righteous with the wicked. den Gerechten nicht mit dem Ungerechten zusammen auslöschen kann. And because of that intercession by Abraham, Und aufgrund dieser Fürbitte von Abraham God actually went in and retrieved Lot before destruction came to Sodom and ging Gomorrah. Abraham hinein und er hat seinen Neffen herausgerissen, den Lot, und vor der Vernichtung von Sodom und Gomorra. See, when we understand the justice of God, Wenn wir die Gerechtigkeit Gottes verstehen, we can appeal to God on that basis. dann können wir vor Gott erscheinen auf dieser Basis. And God will actually go and retrieve and save those who are righteous when everything else around them is destroyed. Und Gott wird tatsächlich die Gerechten herausholen und sie retten, wo alles andere zerstört wird. The righteous will be spared before him. Die Gerechten werden vor ihm verschont. Because God is a righteous judge, Denn Gott ist ein gerechter Richter and he will not destroy the righteous with the wicked. und er wird nicht den Gerechten mit den Bösen zerstören. To do that would completely go against his Wenn character. er das tun würde, würde das völlig gegen seinen Charakter gehen. And when we understand this, Und wenn wir das verstehen, we can pray prayers based on that aspect of his dann character. können wir Gebete beten, die basieren auf diesem Aspekt seines Charakters. This is what Abraham did, Abraham hat das getan and this is what we can do. und wir können dasselbe tun. Lord bless you. Der Herr segne euch.